Kulturerbeorte stehen dafür, dass Menschen sich einen bestimmten Raum angeeignet haben. Das sind sehr verschiedene Orte und jeder dieser sehr verschiedenen Orte leistet einen Beitrag zum Gesamtbild des Oderbruchs. Für jeden Ort steht ein Erzähler ein und indem sie von der Vergangenheit erzählen, erzählen sie auf einmal auch von der Zukunft dieser Landschaft. Also man muss sich das Oderbruch ein bisschen wie eine Badewanne vorstellen. Ne? Der Stöpsel ist in Hohensaaten. Mit den Schöpfwerken reguliert man den Wasserstand in den Gewässern. Und damit ist es möglich, den Wasserstand im Oderbruch zu regulieren, dass man bei geringen Niederschlägen das Wasser ein bisschen zurückhält und im Hochwasserfall aber auch schnell ableiten kann, sodass die Menschen hier leben können, sie wirtschaften können, Landwirtschaft betreiben und die Natur weiterhin da ist. Das Oderbruch ist ein besiedelter Flusspolder an der deutsch-polnischen Grenze. In der groß angelegten preußischen Melioration des 18. Jahrhunderts schufen Kolonisten aus vielen Teilen Europas eine neue Landschaft und lebten hier als freie Bauern. Mit dem besten ingenieurtechnischen Wissen jener Zeit entstand ein Wassersystem, das heute wie eine riesige Landschaftsmaschine mit über 1200 Gewässerkilometern, beinahe 40 Schöpfwerken und 300 Wehr- und Stauanlagen funktioniert. An den Dörfern, Denkmalen und in vielen kleinen Museen lässt sich die Geschichte des Bruchs heute erleben. Als Netzwerk aus aktuell 36 Kulturerbeorten machen sich die Oderbrüche auf den Weg nach Europa mit einer Bewerbung auf das europäische Kulturerbesiegel. Herzlich willkommen, Neili zu Jörg, den ältesten Kolonisten auf dem Oderbruch. Sie wollen heute mit mir durch Dorf loben und ich soll Ihnen auch noch was vertellen. Und das, was ich Ihnen sage, ist wahr. So oder ähnlich hätte Sie einen Dorfschulze vor 100 Jahren begrüßt, wenn er mit Ihnen eine Aufführung gemacht hätte. Und hier sind ja praktisch Kolonisten aus Baden-Württemberg, aus der Pfalz, aus dem Wartebruch und aus Mecklenburg-Vorpommern hier angesiedelt. Und die haben sich dann hier praktisch dann eine neue Existenz aufgebaut. Das Café ist jetzt so ein Mittelpunkt im Ort, wo Einheimische und Touristen einkehren. Und ich als Nachfahre von den ersten Kolonisten, die hier angesiedelt wurden, kann natürlich Auskunft geben. Ich liebe das und ich finde das toll, dass im Ort jetzt viele wieder ihre Häuser restaurieren und bekommen das hier natürlich in meinem Café jeden Tag zu hören. Was für ein toller Ort. Wir machen ja Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Wir wollen ja, dass das Haus auch allen zugänglich ist und nicht nur, sagen wir mal, Steintöpfe gesammelt werden oder so. Dass es einfach die Geschichte weitervermittelt wird. Damit wird das Haus auch lebendig. Das heißt, dass wir jetzt nicht nur ehrfurchtsvoll hier durch die Räume schleichen, sondern dass wir uns auch mit Künstlern und mit Literaten unterhalten. Und wir sind ja nicht nur ein Kulturerbeort, das ist ja ein ganzes Netz. Hallihallo! Durch die Neuinterpretation dieser Kirchenraumnutzung haben wir einen Ort geschaffen für Begegnung. Und da holen wir nicht bloß unsere Leute aus dem Ort dazu, wir begeistern auch ringsrum. Also unsere Kirche kriegt so einen Leuchtturmcharakter, der strahlt so weit in den Ort, in die Region, ins Oderbruch. Und das ist ja das Tolle, das Festhalten an diesem Gebäude, das zu sanieren, aber damit auch was zu bewirken über die Grenzen des Ortes hinaus. Das finde ich eigentlich das Spannende an dem Ganzen.
Der Weg vom Hafen zum Kulturhafen begründet sich nicht nur in dem kleinen Theater, was hier am östlichen Rand Deutschlands spielt, sondern auch darin, dass die Kultur natürlich in der Baukultur besteht. Denn wo früher Ruinen standen, ist heute neues Leben eingekehrt. Und so wie wir uns hier auch über die vielen Gäste freuen, ist es auch mit der Europabrücke Narudny-Tschetkertki. Auch dort werden sich viele Menschen auf der Mittelinsel begegnen können, wo sie vorher durch die Oder getrennt waren. Die Kulturerbeinitiative ist deswegen so interessant, weil sie den Erfahrungsraum und den Möglichkeitsraum vergrößert. Ich bin nicht nur mehr in einem Dorf, sondern ich bin in einer ganzen Landschaft und dort habe ich sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Neu zugezogene, lange ansässige, junge, alte. Das heißt, dass diese ländliche Gesellschaft sich neu formiert, indem sie sagen, wir haben hier etwas, das haben wir geerbt und es ist auch was wert. Und das wollen wir gemeinsam aneignen. Und wir gehen hier an die Öffentlichkeit, weil wir nicht nur für uns leben, sondern wir leben als Teil dieser großen Gesellschaft.